Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 5. Episode unseres Abenteuers, die Geburt von Atlantis vom Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ja, auch hier schauen wir wieder, was uns erwartet und welche Ziele wir zu erfüllen haben. Seit vielen Tagen quält mich, was wir den Zentauren angetan haben. Ich habe meinen Vater um Trost angefleht und einen Stier nach dem anderen geopfert, damit er wieder zu mir spricht. Schließlich holte er mich auf den Olymp, um die Angelegenheit zu diskutieren. Zu meiner Überraschung schäumten die Olympier vor Wut. Sie verurteilten unser anmaßendes Vorgehen und verlangten eine Erklärung für unsere Tat. Sie sagten, nur die Götter dürften entscheiden, welche Geschöpfe leben und welche sterben sollen. Diese Entscheidung stünde atlantischen Emporkömmlingen nicht zu. Ich versicherte den Göttern, dass die Atlantiden nicht versuchten, ihre Macht an sich zu reißen. Wir wüssten, dass wir einen schrecklichen Fehler gemacht hätten, als wir die Zentauren ausrotteten und hofften, dass sich so etwas nie mehr wiederholen würde. Doch es sei uns vorbestimmt, eben diesen Fehler zu wiederholen, wenn wir uns weiterhin Angriffen heimtückischer Ungeheuer und gefährlicher Bestien ausgesetzt sehen, die die eifersüchtigen Götter uns schickten. Nachdem meine Worte verklungen waren, zogen sich die Götter zur Beratung zurück. Als sie wieder herauskamen, sagte Vater Poseidon: Wir Götter haben deine Worte sorgfältig abgewogen, Sohn, und finden, dass sie Gewicht haben. Daher schlagen wir einen Pakt vor. Wenn du Krieg und Blutvergießen abschwörst, es sei denn zur Verteidigung deines Landes, werden wir Götter niemals einen Angriff gegen den Kontinent Atlantis befehlen oder unsere Ungeheuer auf ihn hetzen. Mir schien dieser Pakt vernünftig und gerecht zu sein, daher ging ich umgehend auf die Bedingungen ein. Die Übereinkunft wird gewiss verhindern, dass wir denselben Fehler wie mit den Zentauren noch einmal machen. Ein Wort zur Warnung, Sohn, sagte Poseidon. Sollten die Atlantiden diesen Pakt jemals brechen, so kann ich dir höchstpersönlich versichern, dass nichts Gutes dabei herauskommen wird. Mit dem heiligen Pakt in der Hand kehrte ich nach Atlantis zurück, um mich mit den Gelehrten zu beraten. Die Gelehrten bezeichneten das Abkommen als vernünftig, schlugen aber vor, ihm unsere eigene persönliche Note aufzudrücken, damit es wahrlich atlantisch würde. Und so fügten wir dem heiligen Schwur, keinen Krieg mehr zu führen, noch unseren Eid hinzu, die hehren Wissenschaften und das Wissen selbst zu achten und zu mehren, und nannten das Ganze die Symphonia Ithikos. Um die Dauerhaftigkeit dieses Paktes zu unterstreichen, möchte ich ihn auf einer prachtvollen Tafel festhalten. Vielleicht kennt einer der Götter ein geeignetes Material für die Tafel, in die dieser heiligste aller Texte eingraviert werden soll. Poseidon, meinem Vater, ist gewiss das größte Verdienst am Zustandekommen dieses wunderbaren Paktes zuzuschreiben. Daher wäre ein prachtvolles Heiligtum für meinen Vater im Zentrum von Atlantis die ideale Möglichkeit, ihm zu danken. Doch ehe du dieses erstaunliche Bauwerk errichten kannst, musst du einen Grundstein finden. Es darf aber nicht irgendein Quader sein. Es muss der edelste Stein aller Zeiten sein. Die 5. Episode unseres Abenteuers, die Geburt von Atlantis, trägt den sonderbaren Titel Die Symphonia Ithikos. Was das auf sich hat, wird im Intro erklärt. Mein Vater Atlas ist immer noch erschüttert über unsere Tat, nämlich die Ausrottung der Zentauren, und sucht Rat bei seinem Vater Poseidon. Man kommt überein, dass ein Pakt geschlossen werden soll, dass Atlantis nie wieder andere Völker und Länder angreifen wird. Nur noch die Verteidigung des eigenen Landes ist erlaubt. Dafür gewähren die Götter, dass nie wieder feindlich gesinnte Götter und deren Ungeheuer Atlantis angreifen dürfen. Dieser Pakt wird die Symphonia Ithikos genannt. Um diesen Pakt noch zu unterstreichen, soll der Text auf einer Tafel graviert werden. Nur das edelste Material soll dafür natürlich entsprechend verwendet werden. Ja, und weil Poseidon, unser Großvater, den größten Verdienst an diesem Pakt hatte, sollen wir in Atlantis ein großes Heiligtum für ihn errichten. Dafür brauchen wir einen Grundstein und das muss auch das edelste Material sein. Ja, daher sind auch die Ziele folgende. Wir müssen nämlich 2 Quests erfüllen, nämlich die Tafel zu besorgen und den Grundstein.
Unsere Bevölkerung muss mindestens 3000 Einwohner aufweisen und es müssen 100 Personen in einer Wohnung der Kategorie Wohnsitz oder besser leben. Klingt jetzt nicht so schwierig, aber der Teufel liegt ja im Detail. Da schauen wir mal, was uns erwartet. Wir kehren zurück nach Atlantis. Obligatorisch gehen wir wieder in den Pausenmodus. Einen kurzen Überblick verschaffen wir uns. Wir haben in der 4. Episode unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen weiterentwickelt, indem wir unsere Bürger mit Streitwagen und Pferden versorgt haben. Dafür haben wir hier die Wagenfabrik gebaut, die Holz und Pferde benötigt, daher auch die 2 Pferdehöfe. Zusätzlich haben wir hier den Eingang zu unserer Stadt mit Türmen gesichert und wir haben 2 Fregattenhäfen gebaut, sodass wir jetzt hier 2 Fregatten haben. Türme und Fregatten sind mit Orchikal versorgt worden, sodass sie atlantisches Feuer produzieren können. Eine sehr tödliche Waffe, die wir bis jetzt hier noch nicht einsetzen mussten. Allerdings bei der Ausrottung der Zentauren wurden hier unsere Fregatten entsprechend eingesetzt. Zum Schluss haben wir noch das Heiligtum des Hephaistos errichtet. Gut. Pausenmodus kann wieder aufgehoben werden. Ja, ihr seht, Waffen haben wir jetzt mehr als genug, die können wir aber auch nicht verkaufen und jetzt wird auch noch die Waffenschmieden gesegnet. Wir gehen nochmal kurz die Bauoptionen durch. Also hier bei Gebäude können wir weiterhin Wohnhaus und gehobene Wohnungen bauen. Bei Landwirtschaft hat sich auch nicht viel verändert. Da sehe ich, dass wir zu wenig produzieren. Wir haben die Weizenfarmen, wir können Reben, Oliven und Orangen anbauen. Bei Land und Meer haben wir den Fischereihafen und den Jagdhof und bei der Viehzucht können wir Schafe und Rinder züchten. Weiterhin haben wir beim Gewerbe bei den Rohmaterialien die Sägemühle, Steinmetzwerkstatt, Gießerei, Schwarzmarmorwerkstatt und die Metallhütte. Und wir kriegen die Mitteilung, dass die Purpurinsel entdeckt wurde. Und da gucken wir gleich mal auf die Weltkarte. Bei den Werkstätten können wir Skulpturen, Olivenpressen und Kältereien bauen. So, hier ist alles gleich, keine weiteren Handelspartner. Hier auch, hier auch, hier auch. Oh, bei Mythologie können wir das Orakel des Apollos und die Pforte des Hades errichten. Okay. Ja, und auch bei Militär, wir haben alle Bauoptionen für die Stadtbefestigung. Und bei den Militärwerkstätten haben wir den Fregattenhafen, Waffenschmiede, Pferdehof und Wagenfabrik. Ja, und bei der Ästhetik haben wir alle Möglichkeiten. Wir haben jede Menge Denkmäler. Ja, wir kriegen die Mitteilung, dass in Gades Militär abgebaut wird. Durch diesen Pakt, die Symphonia Ithikos, wird jetzt nicht mehr so viel Militär gebraucht. Ja, hier bei der Poseidon-Pyramide haben wir jetzt die Pyramide, den Schrein für Poseidon und die große Pyramide. Ah, sehr interessant. Ja, dann gucken wir jetzt mal ganz kurz auf die Weltkarte. Ja, durch die Ausrottung der Zentauren sind deren Siedlungen natürlich alle jetzt verschwunden. Wir haben die Purpurinsel, da haben wir noch gar keine Mitteilung. Ja, und wir haben unsere Handelspartner Ampfer, kauft Bronze, Olivenöl und verkauft uns Holz und Rüstungen. Neusos kauft Holz und schwarzen Marmor, verkauft uns Bronze und Wolle. Euimos kauft Orangen und Olivenöl, verkauft uns Weizen und Wein. Ja, und Gades kauft Fleisch und Orchikal, verkauft uns Marmor und schwarzen Marmor. Ja, Waffen brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil wir haben jetzt entsprechend unsere ganzen gehobenen Wohnungen mit Waffen versorgt. Und ihr seht, dass das Warenlager voll ist. Wir werden mal hier jetzt das Gewerbe für Waffen ausschalten. So, dann haben wir zwar jede Menge Arbeitslose. Ja. Grüße, sterbliches Wesen. Ich, der Herr der Meere, habe einen Quest für Sie. Ja, wir kriegen einen Quest und wir müssen wieder die Halle der Atalante errichten. Gut, ich möchte aber jetzt hier eben
den Fregattenhafen bzw. die Fregatte wieder bemannen. Dann haben wir nicht mehr ganz so viele Arbeitslose. Wer mich verehrt, dessen Stadtkasse wird aus allen Nähten platzen. Ja, Hades, das wissen wir, aber ich glaube, wir haben mehr als genug Geld. So, wir können jetzt wieder die Heldenhalle der Atalante errichten. Unsere neuen Helden. Dann reißen wir mal hier die Parkanlagen ab und dann können wir diese Heldenhalle hier auch errichten. So. Was brauchen wir? Ja, wir brauchen wieder Rinderhälften und Holzbretter. So haben wir aber relativ viel schon auf Lager. Ja, das sieht richtig gut aus. Allerdings sollten wir mal gucken, ob wir wieder Rinder hier platzieren müssen. Jetzt mit den Heiligtümern wird ja doch einiges an Viehzeug hier geopfert. Okay, das waren jetzt nur 2. Ja, und das Holz haben wir auch gleich schon auf Lager. Ja, ich fände es ja noch interessant, hier zum Beispiel die Pyramide zu errichten. Und jetzt kriegen wir die Mitteilung, dass in Oemos auch Militärabbau stattfindet. Gut. Ja, wir könnten doch mal hier noch eine Pyramide errichten. Oder ein Schrein für Poseidon. Hört sich auch super an. Hier so. Ja. Das finde ich cool. Bauen wir den nochmal. Dann müssen wir den auch hier anschließen. So, was brauchen wir denn dafür? 83 Marmorplatten, 24 Platten schwarzen Marmor, 24 Ladungen Holz und 19 Ladungen Orikal. Wow, das ist jede Menge. Dafür brauchen wir aber jetzt erstmal noch entsprechend eine Kunsthandwerkergilde. So, und hier kommen die Sperren hin, weil hier kommt dann der Architekt noch hin. Ja, dann würde ich jetzt schwarzen Marmor mal nicht mehr verkaufen und Holz verkaufen wir auch nicht mehr. Das brauchen wir jetzt. Und dann würde ich tatsächlich mal hier eine Steinmetzwerkstatt abreißen und würde dann dafür nochmal hier schwarzen Marmor produzieren wollen. Ja, und wir haben schon alle Ressourcen für unsere Heldin Atalante. Die können wir direkt rufen. Super. Ja, auch in Ampha wird Militär abgebaut. Das wird jetzt überall wohl so sein. Ja, und der Weg ist recht weit, den wieder hier unsere Elefanten mit dem Baumaterial gehen müssen, um hier unsere Baustelle zu erreichen. Aber das ist nun mal halt jetzt so. So, und hier würde ich jetzt gerne wissen, ob hier auch 2 Kunsthandwerker arbeiten können. Bauen wir noch eine Kunsthandwerkergilde. Ja, wir können jetzt tatsächlich 2 arbeiten. Gut. Ja, ansonsten läuft in unserer Stadt eigentlich alles gut. Da brauchen wir jetzt uns wirklich keine Gedanken machen. Naja, Nahrungsmittel. Wir produzieren tatsächlich zu wenig Nahrungsmittel. Okay. Dann würde ich es tatsächlich doch nochmal einen Viehhof jetzt, bauen. da Atalante hier ist, braucht sich niemand mehr zu fürchten. Ja, Atalante ist in unserer Stadt. Ja, und wir kriegen die Mitteilung, dass es einen wirtschaftlichen Niedergang in Neusos gibt. Berichte aus Neusos deuten darauf hin, dass schwere Zeiten auf die Stadt zukommen werden. Gewerbebetriebe werden geschlossen und die Stadt ist nicht mehr so zahlungskräftig wie bisher. Oh, wie schade. Und Atalante trifft ein. Sehr schön. Ja, dann schicken wir Atalante auf den Quest, den Grundstein zu finden, um das prächtige Bauwerk für Poseidon aufzubauen. So, meine Liebe, du kannst direkt los. Wunderbar. Mein Quest ist geheiligt und nur einem vertraue ich seine Ausführung an. Aha. Wir kriegen noch einen Quest gestellt, aber keinen Text dafür. Da ist er. Die Halle des Achill. O großes Oberhaupt Dominos, Sie können jetzt die Halle des Achill bauen und den Helden in die Stadt rufen, damit die Tafel des Pakts beschafft werden kann. Aha. Darum kümmert sich also Achill.
Ja, die Halle des Achill kann hier hin. So. Ja, wir haben zwar alle Ressourcen auf Lager, aber wir können Achill nicht rufen. Aha. Ja, es kann sein, dass wir erst den einen Quest abschließen müssen, damit wir den nächsten Helden und auch die nächsten Quests dann erfüllen können. Das kann sein. Okay, warten wir mal, bis Atalante wieder da ist. Okay, jetzt kriegen wir die Mitteilung, dass unsere Stadt nun würdig ist, Achill herbeizurufen. Warum jetzt? Atalante ist noch nicht da. Verstehe ich nicht. Aber ist auch egal. Wir rufen jetzt nach Achill. Ja, können wir die Straße noch hier rumbauen. So, das passt ja. Die Nereiden und alle Kreaturen des Meeres jubeln. Sie haben es geschafft. Ja, der Quest ist erfüllt. Atalante hat den Grundstein besorgt. Die Nereiden und die Kreaturen des Meeres jubeln. Sie haben es geschafft. Atalante hat sich in der heißen Sonne abbemüht, um den perfekten Grundstein für mein neues Heiligtum aus dem Felsen zu schlagen. Ich bin hoch erfreut und habe beschlossen, dass jetzt ein Denkmal zu meinen Ehren errichtet werden darf. Ja, das ist doch schön. So, dann schauen wir mal die große Statue des Poseidon. Wo kann die denn jetzt hin? Hier gegenüber von dem Heiligtum der Aphrodite. Das finde ich gut. Ja, und ihr seht, wir brauchen eigentlich nur noch jetzt die Tafel des Paktes zurückzubringen, dann hätten wir diese Episode schon abgeschlossen. Denn wir haben schon eine Bevölkerung über 3000 Einwohner und 100 Personen wohnen auch schon in einer Wohnung der Kategorie Wohnsitz oder besser. Aber wir bauen jetzt erstmal noch hier den Schrein für Poseidon auf. Ihr Versuch, den furchterregenden Achill herbeizurufen, ist von Erfolg gekrönt. Ja, und Achill ist in der Stadt, da kommt er, aber er kann sich jetzt erstmal ein bisschen ausruhen, bis wir ihn auf den Quest schicken. Wir haben ja noch ein bisschen was zu bauen. Und wir können unsere Stadt auch noch mal ein bisschen verschönern. Hier. Und hier können wir Säulen bauen, die können wir jetzt hier so rumbauen. So, und dann können wir doch den Architekten hier hinbauen. Passt doch hier gut hin. Kann der hier weg. Ja, und ich war ja eben stehen geblieben bei der Nahrungsversorgung. Wir haben immer noch zu wenig, was wir produzieren, obwohl jetzt dieses Silo mit Weizen gefüllt ist. Und das sieht eigentlich auch noch ganz gut aus. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir noch einen Viehhof. Gut. So, und jetzt produzieren wir auch genug Nahrung für alle. Das ist jetzt in Ordnung. Arbeitsmarkt sieht auch gut aus, kann so bleiben. Ja, unser Bauwerk hier, der Schrein für Poseidon, ist doch größer, als ich dachte und braucht auch jede Menge Baumaterial und Zeit. Ja, dann wollen wir mal schauen, was wir noch alles brauchen. Noch immer 57 Marmorplatten, 27 schwarzen Marmor, 24 Ladungen Holz und 19 Ladungen Orchikal. Okay. So, wir haben hier eine Rückentwicklung, das ist schlecht. Hier fehlt jetzt tatsächlich Wolle. Wir haben zu wenig Wolle. Wir können Wolle beim Neusos einkaufen. Das machen wir mal sofort. So, und dann fordern wir auch mal vom Neusos Wolle.
Ja, und jetzt müssen wir erstmal warten, dass sich hier entsprechend alles wieder regeneriert. So, und das Gewerbe müssen wir mal ein bisschen was ausschalten hier. So, Weizen brauchen wir jetzt erstmal nicht, Bronze brauchen wir nicht, Streitwagen brauchen wir auch nicht, Pferde brauchen wir nicht, ja, Trauben und Wein brauchen wir eigentlich auch nicht, haben wir auch mehr als genug. So, jetzt sollte das eigentlich sich ein bisschen verbessern. Ja, so können wir es erstmal lassen. Ja, dann müssen wir noch ein paar Wollsammelstellen bauen. Ja, wir können aber den Einkauf von Wolle dann auch erstmal lassen. So, hier sehen wir einen Soldaten. Wo will der denn hin? Mein Speer ist bereit, aber es gibt keinen Feind. Vielleicht gibt es einen anderen Speerträger, der diesen Speer brauchen könnte. So, Neusos gewährt uns nochmal 12 Stränge Wolle. Sehr gut. Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Auch gut. Ja, dann sollte sich das jetzt eigentlich hier sich wieder entwickeln. Ja, und was wir auch nicht berücksichtigt haben, ist, dass wir natürlich die Schafe wieder mal neu platzieren müssen mit unseren Heiligtümern. Das habe ich komplett vergessen. Ja, das hat natürlich solche Auswirkungen hier. Ich habe jetzt nochmal 2 weitere Schaffarmen gebaut. Ja, das ist natürlich sehr, sehr schlecht, aber ich denke mir mal, das normalisiert sich jetzt wieder. Ja, und so schnell ist die Wolle Gott sei Dank wieder bei unseren Bürgern angelangt. Oh, Gott sei Dank, das Wohngebiet entwickelt sich wieder neu. Ja, und da wandern sie auch schon ein, die neuen Bürger. Ja, das ist auch jetzt sehr wichtig, weil wir hier wirklich jede Menge Arbeiter brauchen. Aber das wird sich jetzt verbessern. Ja, kehren wir mal zurück zu unserer Baustelle, wo wir jetzt 54% fertiggestellt haben. Der Schrein für Poseidon. So. Orikal verkaufe ich jetzt mal nicht. Es kann sein, dass wir jetzt Orikal brauchen. Oh wow, schaut euch das an, was hier für Menschenmengen wieder in unsere Stadt einwandern. Sehr gut. Ja, wir bekommen tatsächlich eine Forderung. Und zwar braucht Ampfer Oliven 12 Krüge in 12 Monaten. Ja, dann werden wir mal dieses Warenlager hier für Oliven auch entsprechend frei machen. Und werden Oliven jetzt mal hamstern. Ja, und es ist tatsächlich Orikal, was jetzt hier auf unserer Baustelle fehlte. Da kommt es jetzt Gott sei Dank, hat aber auch einen sehr weiten Weg. So, jetzt kann es Gott sei Dank weitergehen. Ja, es ist Januar. Unsere Oliven werden geerntet. Sehr gut. Dann können wir nämlich jetzt auch allmählich die Forderung nach Ampfer erfüllen. So, die 9 Krüge mit Oliven stehen für Ampfer zur Verfügung. Können wir verschicken. Ach, Gott sei Dank. So, und dann können wir auch die Oliven wieder nutzen. Gut, ja, Wolle haben wir jetzt wieder mehr als genug. Brauchen wir jetzt nicht mehr einzukaufen. Ja, und das sieht hier auf unserer Baustelle auch schon recht gut aus. Da kommen wieder jede Menge Ladungen Marmor. So, der Arbeitsmarkt. Oh ja, jetzt dürfen wir wieder Gewerbe anschalten. Und zwar Weizen, definitiv. Bronze. Gucken wir mal. Ja, das ist gut. Ja, doch aufwendiger als ich dachte, diesen Schrein für Poseidon zu bauen. Aber jetzt werden wir ihn erstmal fertigstellen.
Ja, 66% haben wir schon jetzt hier errichtet. Und wir brauchen noch jede Menge Baumaterial. Ja, und wir kriegen die Mitteilung, dass Ampfer uns mehr schätzt. Das ist sehr nett. Hast Oliven gekriegt. Ja, und hier wird wirklich eine Ladung Marmor nach der anderen verbaut. Ja, die Basis unseres Schreins für Poseidon ist jetzt endlich mal fertiggestellt und jetzt wird jede Menge Holz hier, glaube ich, gerade zur Baustelle gebracht. Das ist sehr interessant. Ich bin mal gespannt, wie dieses Bauwerk aussieht. So, in der Zwischenzeit gucken wir mal nach unseren Rindern. Ja, und nur ein paar wieder austauschen bzw. ergänzen. So, und hier bei unseren Schafen gucken wir auch mal. Können wir hier auch noch mal welche platzieren? Oh ja, da fehlen auch wieder einige. Ja, da muss man wirklich drauf achten, weil sonst hat man wieder keine Wolle hier. Meine Güte. Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Ich hatte das Weizengewerbe eingestellt. Das war natürlich nicht so gut, aber wir haben Gott sei Dank noch Fleisch und auch Fisch. Und jetzt ist Juni, nächsten Monat wird geerntet. Das heißt, wir kriegen wieder jede Menge Nahrungsmittel. Das ist auch nötig, wenn wir hier sehen, dass dieses Silo leer ist. Aber wie gesagt, jetzt wird geerntet, dann sollte eigentlich genug Nahrung für alle da sein. Steht auch hier für 5460 Einwohner. Gut. Ja, unser Schrein des Poseidon hat jetzt hier eine Rampe bekommen. Und jetzt wird, glaube ich, schwarzer Marmor gebracht. Das erste Mal, dass wir dieses Baumaterial verwenden. Ja, sehr schön animiert, wie jetzt hier die Steinblöcke nach oben transportiert werden. Das gefällt mir. So, die nächste Ladung schwarzer Marmor. Und wieder wird es nach oben transportiert. Ja, und nun braucht Ampfer Bronze. 16 Bronzebarren können wir losschicken. Ja, der Bau unseres Schreins für Poseidon geht hier wirklich sehr schleppend voran. Die Wege sind wirklich weit und es ist doch jede Menge Material, was hier entsprechend verbaut wird. Jetzt wird hier weiter schwarzer Marmor für das obere Stockwerk des Schreins gebracht. Ja, mittlerweile haben wir fast die zweite Etage unseres Schreins fertiggestellt. Da kommt jetzt noch schwarzer Marmor wieder. So, und da kommt, glaube ich, die letzte Ladung Orchikalk. Ja, genau. Wir nähern uns ein wenig der Fertigstellung dieses Bauwerkes. 16 Marmorplatten brauchen wir noch und 16 Ladungen Holz. Okay. Dann können wir schwarzen Marmor auch wieder mal verkaufen. Und Holz können wir jetzt auch verkaufen. Und Orchikalk werden wir jetzt auch wieder verkaufen. So, und da kommen jetzt, glaube ich, die nächsten Ladungen Holz. Wahrscheinlich für die nächste Rutsche. Ja, und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Dann werden wir nachher nochmal richtig viele Denkmäler bauen können. Ja, wie gesagt, da ist jetzt die zweite Rutsche und ich denke mir mal, es wird die Spitze entsprechend gebaut aus Marmor. Ja, das ist jetzt nicht mehr viel. Da kommt das Holz. Oh ja, das sieht interessant aus.
das wird wahrscheinlich eine Statue werden des Poseidon. Ja, und ich glaube, die letzten Marmorladungen sind gerade angeliefert worden. Ihr seht, wie herrlich das animiert ist mit dieser Rutsche. Ja, der Schrein für Poseidon ist fertiggestellt worden. Boah, das war ein ganz schönes Stück Arbeit gewesen. Gut, ich glaube, das kann jetzt hier weg. Und das auch. So. Ja, wunderbar. Schaut euch das an. Das gefällt mir. So, guter Achill, du hast lang genug gewartet, endlich deinen Quest zu erfüllen, die Tafel des Paktes zurückzubringen. Dann mach dich mal auf den Weg und besorge dieses. Ja, und damit werden wir auch diese Episode erfolgreich abschließen. Was für ein wunderbarer Ort die Purpurinsel doch ist, aber auch gefährlich. Es überrascht kaum, dass sich wegen der ständigen Erdbeben und gefährlichen Ungeheuer nur Helden dorthin wagen. Der wunderbare Grundstein, der dort gebrochen wird, ist perfekt für das Heiligtum des Poseidon. Und die besten Künstler unseres Landes haben bereits begonnen, die Symphonia Ithikos auf die grandiose Tafel aus Orikalk zu schreiben, die auf der Insel gefunden wurde. Die harte und beständige Tafel aus Orikalk wird ewig halten, sowie die Atlantiden die Symphonia Ithikos bis in alle Ewigkeit achten werden. Deine Fähigkeiten werden jetzt in einem anderen Teil unseres großartigen Kontinents benötigt. Die Zeit ist reif für die Gründung einer Kolonie. Und da ich nach wie vor emsig damit beschäftigt bin, deinen Onkeln beim Aufbau ihrer Königreiche zu helfen, musst du die Stadt für mich gründen. Sobald die Stadt lebensfähig ist, kannst du nach Atlantis zurückkehren und mit dem Bau des Heiligtums des Poseidon beginnen. Erfolgreich haben wir die 5. Episode des Abenteuers Die Geburt von Atlantis abgeschlossen. Ja, und wie unser Vater mitteilte, werden wir bei der nächsten Episode unsere erste Kolonie gründen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.